Wir sagen oft, das ist schon fast unsere zweite Heimat, weil wir ja sehr oft dahin fahren. Wenn man von der B54 kommt und die Pylone am Strahlen sieht, man weiß wieder, man ist zu Hause. Unser Stadion hat Ecken und Kanten, wie der Dortmunder, und das ist in Ordnung so. Man fühlt sich einfach, ja, ich will jetzt nicht sagen frei, aber... Ja, absolutes Glücksgefühl. Verliebt sein, wie am ersten Tag im Prinzip. Das Westfalenstadion ist für mich gelebter Fußball. Es gibt kein geileres Stadion als Dortmund, das ist Fakt. Ja, das ist der Tempel einfach. Das zweite Zuhause, kann man sagen. Endlich zu Hause. Das ist es. Das ist auch ein Stück weit meine Heimat. Und das ist tatsächlich. Das Gefühl ist da, auf jeden Fall. Und es ist auch wunderschön. Ich komme von der B1 und sehe es. Und es ist toll. Man fährt im Prinzip direkt auf das Stadion zu und hat das Gefühl, dass man direkt im Stadion landet. Ich finde, das ist fast wie ein Denkmal für Dortmund. Dann sieht man das U und dann sieht man die Pylone so als Skyline. Das find ich toll. Ich habe da so im Stadion ein sehr ähnliches Gefühl, weil ich nicht irgendwie ein bisschen mal Frust habe oder sauer bin oder was, dann gehe ich einfach rein. Ganz alleine da in das große Ding und stelle mich unten auf den Rasen oder so. Weil das hat schon was. Das ist ein fantastisches Stadion. Also wenn du mit dem Flugzeug über Dortmund fliegst und dann sagt der Pilot immer, was hier und rechts ist euer Stadion. So, und dann gucken alle raus und ich so, boah, geil. Das ist einfach ein eindrucksvolles Bauwerk. Wir haben mit den geringsten finanziellen Mitteln eine optimale Atmosphäre und Raum geschaffen. Aber das hat man super hinbekommen, das immer wieder instand zu halten, ohne es zu verändern. Es gab das Ansinnen irgendwann, den Spielertunnel ein bisschen zu verändern, vergrößern, heller zu machen, was weiß ich alles. Und da habe ich wirklich versucht, all meine Kraft zu investieren, dass das nicht passiert. So stelle ich mir eine Geburt vor. Ja, der Kanal, durch den wir da alle müssen, der ist ja nun mal ein relativ enger und hinten dran wartet im Idealfall die Glückseligkeit, ja, und das pralle Leben. Und genauso ist es bei uns im Stadion. Es hat so ein bisschen was Puristisches, so fühlt sich das dann an. Ich möchte immer lieber so ein Stadion haben, was auch noch nach Beton atmet, als diese neuen Multifunktionsarenen. Es passt genau auf Borussia Dortmund, es passt für Borussia Dortmund und es ist für Europa ein Stadion mit einer absoluten Ausnahmesituation. Wenn wir einen neuen Spieler haben und man zeigt ihm das Stadion, dann tauchen einfach Bilder im Kopf auf, die man erlebt hat in den Jahren zuvor. Und man merkt auch bei dem Gegenüber dann, dass dieses Stadion Eindruck macht, auch wenn es leer ist. Diese Glücksgefühle, als der Lothar Huber den Ball da rein nagelt und der Aufstieg wieder da war, das war also unbeschreiblich. Das war ja praktisch mit dem Schlusspfiff und das war ein Rausch. Ne? Ich muss aschfahl ausgesehen haben, ich hatte eiskalte Hände. Bis dann eben hier Cobra Wechmann in der 91. Minute dann dieses erlösende 3:1 machte, das Stadion kochte. Es war noch eine Minute zu spielen. Da sehe ich am Spielfeld dran Dr. Raubal. Ich stand da so am Zaun wie Gerhard Schröder damals, als er ankündigte, eines Tages mal Bundeskanzler zu werden. Wären wir abgestiegen in die zweite Fußball-Bundesliga, wäre das aus meiner persönlichen, aus meiner subjektiven Sicht ein Desaster gewesen. Ich glaube nicht, dass wir die Zeiten in dieser unglaublich schön für den BVB so übermäßig wichtigen Art und Weise hätten überhaupt erleben können.
erstmal nicht dran geglaubt und dann kommt Lars Ricken und macht alles klar. Ne? Alle haben sich in die Arme gehabt und haben gejubelt. Dass ich auch mal Auslöser für so einen Jubel war, ja, das erfüllt mich natürlich auch mit Stolz. Du hast dir ja gar nicht mal selbst erlaubt, dir große Hoffnung einzuräumen und dann fällt dieses Tor. Lieber, Reus in die Mitte, wir machen rein, Tor! Da in meinem Umfeld, da sind ja sehr viele auch Vorstandsvorsitzende von großen Konzernen, die sind da rumgesprungen, die sind mir da in den Rücken gesprungen und die waren wie kleine Kinder. So eine Situation hat vorher und nachher nie wieder erlebt, dass die Menschen so total und komplett ausgeflippt sind. Ich pack es nicht! 3:2 Borussia Dortmund! Freunde, ist das geil! Ich glaube, das Stadion, unsere Fans haben ein Gespür dafür, ob noch etwas geht oder ob nichts mehr geht. Und irgendwann multipliziert sich das und dann machen alle mit. Und das kriegt man natürlich als Spieler auf dem grünen Rasen auch mit. Und dann holt man vielleicht doch noch mal wirklich das Letzte, das Allerletzte raus. Und deshalb darf man nie vor Abpfiff aufgeben. Das Stadion mit den Fans hat uns mit Sicherheit ganz viele Punkte gewonnen. Also du siehst es insbesondere dann, wenn der Gegner vorm Spiel schon mal ins Stadion kommt. Und wenn die dann Richtung Südtribüne gucken, da siehst du den einen oder anderen schon schlucken. Die Süd, das ist einfach nur geil. Weil das hat ja auch schon des Öfteren funktioniert, dass die Südtribüne Tore schießt. Und ich kann mir schon auch gut vorstellen, dass wenn andere Mannschaften in das Stadion einlaufen, dass man da auch schon mal richtig unter Druck geraten kann und man auch mal absolut die Kontrolle verlieren kann. Diese unfassbare Kraft dann spürst, das ist wirklich etwas, was sich emotional richtig mitnimmt. Wenn du dann einfach Richtung Südtribüne spielst und am besten noch ein Tor schießt und dann eben merkst, was geht jetzt im Stadion ab. Das sind Momente, die nimmst du mit ins Grab. Das ist einfach die Stimmung, die Atmosphäre von den Fans, das ist Dortmund. Und das war wirklich da für unsere Spieler auch wirklich ein richtig tolles Erlebnis, zu wissen, dass wir unsere Fans immer im Rücken hatten, egal was passiert. Das Geilste ist, wenn sich alle einhaken und die ganze Tribüne hüpft und sowas. Kriegen fast nur wir hin. Würden wir das Ganze machen in genau der gleichen Art und würden nur den Fußballplatz hinstellen, dann kriegst du das nicht hin. Dann geht das nicht. Du musst einen Ort schaffen, in dem du alle 14 Tage mindestens 1,5 Stunden verbringen möchtest. Und den haben wir. Den größten in Deutschland und einen der atmosphärischsten weltweit. Und das ist, Glück gehabt. Das Stadion für mich das emotionale Wahrzeichen von Dortmund. Das Stadion ist für das internationale Ansehen sehr wichtig, dass immer über 80.000 Menschen da sind. I don't think you'll ever be able to go anywhere and get the same atmosphere. Das Stadion ist auf der Welt überall bekannt. Die gelbe Wand ist eine Legende mittlerweile. Das ist das schönste Stadion der Welt. Um etwas groß werden zu lassen, brauchst du den perfekten Ort. Das hier ist der richtige Ort für große Momente im Fußball. Und deshalb lieben wir es alle so.